Ich glaube, eine wahre Geschichte, gut erzählt, kann deine Weltsicht verändern. Geschichten definieren uns. Sie liegen allem zugrunde, was wir über diese Welt zu wissen glauben. Das letzte Jahr bin ich nach Westafrika gereist und durch die Sahara getrampt. 14.000 Kilometer über Land, ohne zu fliegen. Die meisten Menschen auf dieser Reise haben mich als Abenteurerin kennengelernt. Manchen habe ich auch erzählt, dass ich die letzten 4 Jahre in Berlin Philosophie studiert habe und in verschiedenen Formen politisch aktiv bin. Doch mit den wenigsten Menschen konnte ich die Geschichte teilen, die ich in diesem Film erzählen will. Es ist die Geschichte eines kleinen Gartens am Rande von Berlin, in dem ich die wichtigsten, härtesten und prägendsten 2 Jahre meines Lebens verbracht habe. Hast du mal Feuer? Schnell mal für mich. Nicht mit dem Streichholz. Nein, ich meine nicht. Ich bin so müde. Ich bin ein Stückchen Holz. Weil ich noch glühe, noch so verkohlt. Und kalt ist schon der Rest. Ja! Ja! Wir bekämpfen gerade diese Hecke. Die nimmt uns nämlich arsch viel Platz weg. Ich brauche Ruhe. Doch nichts bleibt stehen. Und mein Kopf dreht sich Baupolizei! Baupolizei! Schnell mit dem Bier weg! Und ich will gehen, such nach Exit-Strategien und will auf eine Insel ziehen. Doch das hilft außer mir auch keinem und wer auch kacke so alleine da. Ja! Cozy, lovely place. This is the main thing. Ja. Ich hab sie sehen, du hast gelächelt, da war Fantasie und ein kleiner Teil von dem. Und jetzt stehen wir auf dem Dorf. Zum ersten Mal fühlt es sich an wie ein Zuhause, obwohl es immer noch eine fucking riesige Baustelle ist. Doch deine Augen und der Trott und der Rauch hier in der Luft sind so nah dran, dass ich direkt wieder was spür. Manchmal denke ich natürlich, es ist immer noch viel mehr zu tun, als was schon getan ist. Aber es geht ja voran. So schön. Wenn wir es zumindest neu versuchen, jeden Tag, dann komm ich klar und bleibe da. Dieser Film ist kein hübsches Zeitraffer-Video, in dem eine Kamera in einer Ecke des Grundstücks aufgestellt wurde und Mensch ganz schnurstracks in 5 Minuten ein Haus entstehen sieht. Dieser Film wird nicht so tun, als wäre immer alles chillig vorangegangen, als hätten wir Plan gehabt, was wir machen und als hätten wir alles geschafft, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Im Gegenteil, ich habe viele Fehler gemacht und die Erkenntnisse aus diesen Fehlern haben mich grundsätzlich verändert. Ich habe mehr gelernt, als mit einem bestimmten Werkzeug umzugehen. Ich habe gelernt, worauf es ankommt, wenn du ein Projekt beginnst, das größer ist als du selbst. Sich ein Zuhause zu bauen, ist fast immer genau so ein Projekt. Darf ich vorstellen? Das ist Lena. Hallo. Lena ist einer der schönsten und ehrlichsten Menschen, die ich kenne. Als ich sie kennengelernt habe, fand ich sie richtig nervig. Sie ist so anders und so viel. Lena ist Künstlerin, Musikerin, Rainbow Sister und so viele andere Sachen. Wir haben uns kennengelernt im ECC, einem Künstlerhaus in Weißensee, wo wir zusammen in einer großen WG mit über 20 Leuten gewohnt haben. Unter anderem auch Theseus und Zoe. Irgendwann wurden fast alle Leute aus dem Künstlerhaus von unserem verrückten Vermieter rausgeschmissen. Zusammen begaben wir uns auf die altbekannte Odyssee, in Berlin eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das endete ein paar Monate später darin, dass Lena und Zoe aufgaben und Theseus, Tara und ich eine Wohnung in Moabit besichtigten, die uns ziemlich gut gefiel. Parallel dazu hat Lena mir erzählt, dass sie einen Kleingarten gefunden hatte. Lena war mega aufgeregt und meinte, dass in der Beschreibung auf eBay Kleinanzeigen stand, dass Mensch da sogar vielleicht wohnen könnte. Billig war er auch, nur 4.000 €, aber ziemlich runtergekommen. Als ich mir die Bilder anschaute, meinte ich so zu Lena, Bullshit, dass Mensch da wohnen kann. Der Garten war meilenweit davon entfernt, ein Zuhause zu sein, so viel war klar. Das Dach war kaputt, das halbe Haus am Schimmeln und der Garten überwuchert. Außerdem hatte ich ja eine Wohnung in Aussicht, deren Vertrag wir mittlerweile unterschrieben hatten.
Doch diese Wohnung stellte sich als Betrugsfall heraus und der Makler war mit unseren 2.500 € Kaution über alle Berge. Wir waren bei weitem nicht die einzigen, die den Betrugsfall bei der Polizei meldeten. Sieht so aus, als hätten die da im richtig großen Stil ziemlich viele Leute abgefuckt. Ja gut, plötzlich klingt so ein abgeranzter Kleingarten, der nur 70 € Pacht im Monat kostet, gar nicht so schlecht. Und so gab ich der Sache noch meine zweite Chance. Hier sind einige echt nice Häuser am Start. Aber nicht, dass ihr jetzt denkt, unser Haus wäre auch so nice. Unser Haus ist eine fucking Bruchbude. Unser Haus ist auch echt nicht fett. Nur so. Es gibt viele Leute, die das hier kleingärtnerisch nutzen. Aber es gibt auch Leute, die hier einfach sich so nach und nach ein Eigenheim gepflanzt haben. Die Stadt findet das natürlich nicht so nice. Haben sie uns auch gleich gesagt, so, hier wird nicht gewohnt. Das ist verboten. Die Gartenkolonie gehört der Stadt. An die geht die Miete und die kümmern sich auch um die Übergabe. Für das Haus sollten wir ja eigentlich dem Vorbesitzer 4.000 € zahlen. Zu unserem Pech erklärte bei der zweiten Begehung erstmal ein Typ vom Bauamt das halbe Haus für Einsturz gefährdet und sagte uns, dass wir auch für die Renovierung des Daches einen Bauantrag machen sollten, weil das Dach war in so einem schlechten Zustand, dass es im Prinzip neu gebaut werden muss. Das war erstmal ein ziemlich herber Rückschlag, aber auch gleichzeitig der Grund, warum uns der Vorbesitzer nochmal ein gutes Stück mit dem Preis entgegenkam. 2.400 € zum Schluss. Cappuccino. Von Netto. Von Netto. Netto Live! Netto Live! Hier in Blankenburg, wo wir eine Parzelle angucken, die eine absolute Ruine ist. Die wir bestimmt niemals kriegen werden oder wollen, aber kann man ja mal Das ist machen. schon geil. Ja, Lena, was findest du geil über die Parzelle? Den Apfelbaum. Der Apfelbaum ist auf jeden Fall der Burner und dass der Strommast direkt in der Mitte des Gartens bei uns ankommt. Genau, wir haben einen Baum und einen Strommast. Und das ist auch in etwa so alles, was stehen bleiben kann, nachdem das Bauamt durch ist. Als alles bereit war für den Kauf, bekam Lena Muffensausen. Plötzlich war sie sich nicht mehr so sicher. Aber den Vertrag konnte ich nicht allein unterschreiben. Deswegen einigten wir uns darauf, dass Lena 1/3 des Kaufpreises und der Miete übernehmen würde und ich 2/3. Sie wollte den Garten als Atelier und Musikstudio benutzen und ich als Zuhause. Ich würde mich den Renovierungen widmen und das Ding als Bauprojekt betreiben. Ich sag's jetzt einmal, obwohl ich in jedem einzelnen Kapitel darauf eingehen könnte. Zwischen Lena und mir gab's und gibt's wegen eben jener sehr unterschiedlichen Erwartungen und Einstellungen mehr oder weniger permanent Stress. Wir hätten es beide nie gedacht, aber wir hätten gut daran getan, alles, was wir damals besprochen haben, schriftlich festzuhalten und genau zu klären, was wir voneinander erwarten. Auch dahingehend habe ich gelernt, Nägel mit Köpfen zu machen, aber ihr werdet sehen. So übernahmen wir zum 1. Juli 2017 den Garten und begaben uns in eines der größten Abenteuer unseres Lebens. Das ist so ein cheesy Satz, oh mein Gott! Alright. Ich habe die Schlüssel. Das ist was Positives und Bestandsaufnahme kommt jetzt. Wir haben ein elektrisches Tor, weil es keine Sau braucht. Vor allen Dingen, weil noch ein nicht elektrisches Tor davor ist, was man jedes Mal mitbewegen muss. Es gibt einen Schuppen, der ist sogar trocken und da sind so ein bisschen Zeugs drin. Relativ so viel Material, das sind so Steine und so. Und dann, und das ist eigentlich so das Wichtigste, das gibt ein Haus. Und dieses Haus ist von dieser Seite eigentlich ganz nett und schick. Aber man sieht schon, da ist ein Dach drauf, das ist abgefuckt so. Das ist komplett undicht. Dahinter verbirgt sich so eine kleine Garage. Diese Garage muss weg. Und hier muss nämlich so ziemlich einiges weg. Die Stadt Berlin, was jetzt unsere Vermieter sind, also wir pachten dieses Grundstück, zwingt uns, einen ganzen großen Teil dieses Gebäudes wegzureißen. So. Also wenn man hier so vorbeigeht, das hier ist halt alles noch Stein und das ist schön. Das ist auch ein Anbau, der eigentlich illegal hier gebaut wurde, dieser Teil. Aber das geht noch fit, der darf stehen bleiben.
Was nicht fit geht, ist hier drüben. Ich gehe gerade um das Haus drumherum. Dieser ganze Teil. So, das ist der Anbau, sieht man schon, das ist angebaut. Das da ist das kaputte Dach. Und dann ist hier so ein richtig dicker Holzanbau, der ist noch aus DDR-Zeiten. Der muss weg. Innen sieht es übrigens nicht viel besser aus. Das hier ist der neueste Teil des Gebäudes, der Anbau. Und der sieht eigentlich ganz okay aus. Hier ist so eine Toilette, die nicht funktioniert und auf jeden Fall halt auch noch nicht angeschlossen ist. So in diesem kleinen Raum mit kleinem Fenster. Und das hier sollte, also in dem Anbau hier, sollte wie eine Küche sein. Finde ich aber ziemlich dumm, weil das hier ist ja auch irgendwie wie die Eingangstür. Also ich check's nicht. Tritt man hier so eine Stufe runter und befindet sich im Haupthaus. Ja, da ist dieses ekelhafte Dach, was man jetzt nicht in dem Video wahrnimmt, aber was hier auf jeden Fall ziemlich permanent in der Luft liegt, ist dieser Geruch von Moder. Also es ist hier am Schimmeln. So viel steht fest. Aber der Schimmel ist nicht unbedingt hier in diesem Haus, sondern der Schimmel Geruch kommt hauptsächlich aus diesem Haus. Hier fällt schon die Tapete ab. In diesem Raum ist alles, das ist hier einfach pure Dreck, auf den man steht. Also hier regnet es rein, hier ist einfach mal so ein Kubikmeter voll tropfend nasser Holzdämmung. Ich stand neulich auf der Straße und war wie immer mega cool. Zum Beispiel spielte ich Gitarre mit meinen Fingern immer zu. Ich sang dazu auch ein paar Lieder, nur schien das keinen zu interessieren. Nur einer schenkt mir Schokolade und da schrie ich ihm hinterher: Ey, ich will keine Schokolade, gib mir lieber deine Hand. Und dann gehen wir zusammen einsaufen und schauen, wie sich was ändern kann. Der Typ, der sagt, na gut von mir aus, die ganze Hektik macht ja krank. It's my ex-girlfriend, her also. Ah, cool. Milena. Milena. Well, I cannot see any shit. That's so pretty. This garden really suits you. Die war nett. Die kam direkt im Mang von Kampfsport und fand was ändern auch echt fett. Wir wollten keine Schokolade, wir wollten erstmal in die Bar. Und dort die großen Pläne. Die ersten Aktionen im Garten waren ziemlich verpeilt. Oft luden wir zu einem Arbeitseinsatz ein, aber die Leute kamen eher mit der Erwartung, Mucke zu machen oder im Garten zu chillen. Also jedenfalls war das damals so mein Eindruck, weil ich wusste, wie viel Arbeit vor uns liegt. Aber manchmal ging es voll klar und dann war plötzlich voll viele Leute am Start, voll motiviert und alles ging ganz schnell. Wir entdeckten, dass wir eine Terrasse haben, die zuvor komplett überwuchert war. Eine ganze Menge raus. Und genau zeitgleich kam ein Anruf, dass überall auf dieser Welt die Leute auch beisammen sitzen. Und dann ging alles ziemlich schnell. Wir wollten keine Schokolade. Dann wurde alles richtig schön. Dann gab's Im August passierte fast gar nichts, weil Lena und ich auf Reisen waren. Aber an meinem Geburtstag trug es sich zu, dass zu Hause in meinem Atelier ein Brief unter der Tür durchgeschoben wurde. Der Brief war von unserem Vermieter und enthielt die fristlose Kündigung. In der Zeit, als ich mich vom Atelier verabschiedete, passierte noch was anderes. Nachdem ich im Sommer bemerkt hatte, dass es schon schwierig sein kann, unsere FreundInnen für so einen richtigen Arbeitseinsatz zu motivieren, trug ich unser Projekt bei Workaway ein. Workaway, für die es nicht kennen, ist eine Seite, wo Projekte gelistet sind, bei denen Reisende für Kost und Logis arbeiten können. Unser erster Volunteer wollte eigentlich nur vorbeikommen und mal gucken, weil zu der Zeit gab es noch kein fließend Wasser, keine Küche und nicht mal eine Toilette. Aber als er ein paar Tage später bei Sonnenuntergang mit einem dicken Rucksack voller Campingausrüstung durch das Gartentor schritt, wusste ich, dass er eine Weile hier bleiben wird. So wurde er nicht nur unser erster Volunteer, sondern auch die erste Person, die je in unserem Garten gewohnt hat.
Oskars erste Aufgabe war, in einer Ecke im Garten ein Holzlager zu bauen. Ich kam fast jeden Tag vorbei, um Oskar zu helfen, und circa eine Woche später war dann auch die Zeit für mich gekommen, in den Garten zu ziehen. Aber dank Oskars Pionierarbeit und ein paar anderen Arbeitseinsätzen war zu dem Zeitpunkt schon eine Komposttoilette improvisiert und allgemein der erste Schritt zu einer dauerhaften Siedlung gemacht. Ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig es für das Gelingen des Projektes war, dass ich vor Ort war und jeden Tag Zeit im Projekt verbrachte. Wie schon erwähnt, zwang uns der Vertrag mit der Stadt dazu, bevor wir überhaupt groß mit Renovieren anfangen konnten, die Hälfte des Hauses abzureißen. Garden time! Are you burning a snail? No. No! How are you feeling after you destroyed the spot from your We haven't destroyed it yet. Okay, It's talk to just the you. camera, talk to the camera. We haven't. No. It's an interview situation. I'm talking Talk to you. Talk to me. Well, we haven't, dear reporter. We haven't destroyed it yet. It's only you that's being lazy. Me. That stopped working. I organize everything. I'm feeling awesome. I'm feeling awesome. Yeah, Okay. because you're gone. And because you know how it fell without you? How we destroyed the house without you? You know that one time everybody destroyed the house without you? Als Oskar nach einem Monat abreiste und ich dringend einen neuen Volunteer brauchte, meldete sich Matze. Matze hat mir verdammt viel geholfen, vor allen Dingen, weil er anders als ich Sachen einfach gerne macht, ohne groß drüber nachzudenken. Er findet das effizienter. Nee, ist nicht stabil genug. Okay. Okay, das war schon ein bisschen so eine... Dass das dann so gekullert ist, war krass. Ja, das war heftig. Puh, hier kommt Tierfalle. Okay. Für eine verdammt lange Zeit haben wir diesen Wasseranschluss da verwendet, wo das Rohr gebrochen ist.
Der liegt sowieso nicht so tief in der Erde und es ist eigentlich alles ziemlich ungeil, wenn das gefriert. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das einfach alles neu zu machen. Die alte Leitung war wie gesagt schon an einer Stelle geplatzt, sodass wir jedes Mal den Haupthahn auf- und zudrehen mussten, um das Wasser anzuschalten. Deswegen war eine unserer ersten Aufgaben, einen 1,20 Meter tiefen Graben durch den Garten zu buddeln, indem wir die neuen Leitungen versenkten. Ein ca. 30 Meter langen Graben buddeln klingt jetzt erstmal nicht nach einer super coolen Aufgabe. Und wie immer sieht es auf den Videos so aus, als hätte ich nur daneben gestanden und gefilmt. Aber tatsächlich hat es mega Spaß gemacht, für mich nach der Uni heimzukommen und die Schaufel in die Hand zu nehmen. Graben ist eine schöne Aufgabe, weil ein Mensch fast nicht nachdenken muss. Es war November, Ja. aber beim Arbeiten wird einem echt warm. Yay! Alright, der Graben ist fast fertig. Ist ganz schön krass geworden. Mit den Leitungen half ein befreundeter Klempner. Alexandros hat uns diese schicken Schweißrohre installiert. Sie sind aus Polypropylen gefertigt, eine Sorte Plastik, die seine Struktur behält, wenn es erhitzt wird. So können die Rohre ohne Kleber einfach verschweißt werden. Das ist der Moment, Alter. Wasser! Ich freue mich, als hätten wir eine Ölquelle gefunden oder so. Richtig geil, Alter. Ja, das geht nicht fit. In ein paar Monaten werden die Leute hier chillen so und sagen, ja okay, Wasser im Haus. So, okay. Aber für mich, Alter, wir haben Wasser. Das ist krass. Okay. Nachdem die Wasserleitungen im Haus gemacht waren, konnten wir endlich den Fußboden im Hauptraum einbauen. Der fehlte nämlich und damit war der Großteil des Hauses unbewohnbar. Zwischen Hauptraum und Anbau war zurzeit eine 17 cm hohe Stufe. Die wollten wir ausgleichen. Den Lehm holte ich mit Matze aus einem Abrisshaus am Rande von Neukölln. Doch der war nicht locker und bröselig, sondern klebte in dicken Brocken zusammen. Also weniger eine Schüttung als ein Puzzlespiel, wo wir an jedem Puzzleteil noch herumschleifen mussten, dass es passt. Trotz der Hilfe meiner FreundInnen dauerte es alles viel länger als gedacht. Mittlerweile war es November und krass kalt draußen. Hey, was geht? Okay, jeder soll was sagen, worauf die so nicht nur glücklich sind, dankbar sind. Genau. Wofür bist du dankbar, Lena? Für die Sonne, die gerade nicht da ist. Okay. Und Wasser. Ich bin dankbar für die Entscheidung, dieses Projekt mit dir anzunehmen und hier was Großartiges zu schaffen. Ich bin dankbar, dass du für uns gekocht hast. Ja, ich bin dankbar, dass ihr da seid. Das passiert nicht so oft. Lena war auch schon Ewigkeit nicht mehr da. Ja. Ich bin dankbar, dass jetzt auch schon viel passiert ist, auch wenn ich gehofft hatte, dass wir heute den Fußboden fertig kriegen. Kriegen wir es. Mit den Platten? Ja. Ja, das meine ich. Schaffen wir. Aber mal. Aram kommt noch. Okay, Gönnung. Danke. Guten. Manchmal denk ich dran, wie's war und bin mir nicht so sicher und die Brust ist viel zu voll mit unserer Zeit. Ey, was waren wir alt und klug, uns war so gar nichts klar, nur am Planschbecken rumsitzen, völlig breit. Kannst du dich erinnern, am Alex 6 so früh eine Flasche Wodka und ein Marzipan-Croissant? Zusammen auf ner Decke sitzen, Winter macht heute keine Witze und ich sing seit Stunden einen Song. Alright, das erste Brett ist drin. Es war auch zugegeben ein bisschen schwierig und tricky mit dem Kamin, aber alles gut, es hat nur 2 Stunden gedauert. Von da nach da sind es auf jeden Fall noch Minimum 10 weitere Bretter. Ja, also das fühlt sich sogar noch mehr an als 10 Bretter. Ja, aber cool. Und dass du noch am Kämpfen bist, das hast du mir gesagt. Und ich freu mich drüber und du hast noch Zeit. Sonst bringt's die Menschen viel zu schnell unter die Erde. Ein bisschen Rattengift und eine Menge Heroin.
es sich an wie 1000 Scherben. Und es schmerzt und krampft und wirft dich auf die Knie. Und jetzt liegst du da so platt auf dem Boden. Und da schleicht sich was von hinten an dich ran. Und es klopft dir sanft bestimmt auf deine Schulter und lächelt dich schüchtern an und meint: Okay, es ist jetzt ziemlich genau 12 Stunden her, dass ich hier angefangen habe. Und ich glaube, ich habe so 8 Bretter reingesetzt. War schon ein krasser Tag, auf jeden Fall. Ich bin auch gut fertig. Aber wir kommen der Sache näher. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie fertig ist. Das wäre ja auch zu traumhaft gewesen. Aber wir kommen der Sache näher. Nach so 12 Stunden Arbeit ist das auch ein nettes Resultat. Puh. Ja. Alright. Es ist gerade 3 Tage später. Es ist jetzt Donnerstag. Dienstag bin ich übrigens krass krank geworden. Das war mies. Aber ich bin jetzt wieder am Start und habe noch ein bisschen was geschafft. Und jetzt gerade kommt eines der wichtigsten Teile dazu. Deswegen dachte ich, filme ich das mal ganz kurz. Ich habe gesagt, dass es super wichtig für mich war, im Garten zu wohnen, weil ich so viel mehr Zeit zum Arbeiten hatte. Was die Geschichte mit dem Ofen zeigt, ist aber auch, wie scheiße es sein kann, auf einer Baustelle zu wohnen. Zum Beispiel, weil du eben immer direkt betroffen bist, wenn etwas schief läuft und du nicht einfach abends nach Hause gehen kannst, wenn du mit etwas so Wichtigem wie der Heizung auch im November noch nicht fertig bist. Es ist ein hoher Preis, den Mensch bezahlt, um am Ende erfolgreich zu sein. Umso wichtiger ist es, jeden Teilerfolg zu genießen. Ja, doch. Das ist alles. Es ist endlich der Moment. Es ist endlich der fucking Moment gekommen, wo ich hier sitzen kann, in der Wärme. Und alles. Und ich habe das gemacht. Krass. War fucking viel Arbeit. War verdammt viel Arbeit, aber hat sich gelohnt, Alter. Hat sich fucking gelohnt. Und es ist warm. Es ist echt warm. Guck mal, im Ofen. Krass. Da ist die Tür noch provisorisch abgedichtet. Aber ansonsten... Hier. Die Tür ist das Abgefuckteste. Du musst auf den Boden zeigen. Der Boden ist neu. Krass. Und hier, Bild wurde aufgehängt. Ja. Couch, Alter. Couch-Chillung. Ja, genau. Und Ofen, Alter. Ofen ist krass. Krass.
wie es einfach schneit. Es ist Winter geworden. Es ist einfach Winter. Ich will niemals in Routine fallen, Schritt für Schritt, Füße schwer, Fließband, Schreibtisch, Lampenschein, Hände müde, Köpfe leer, niemals in Routine fallen, in der Masse untergehen, als kleines Zahnrad im System getrieben, müde weiterdrehen. Komm, wir bauen auf, was uns aufbaut, komm, wir packen's endlich an. Ich weiß auch nicht wie, aber fragend schreiten wir voran. Das ist nicht nass, das ist Komm, wir bauen auf, was uns aufbaut, der Fluss, an dem wir stehen, fließt noch ewig. Tell me what's happening. Unfortunately, I'm still destroying my lungs with tobacco. But at least my spirit is clean now. Okay. At least your spirit is clean now? What the fucking Το πνεύμα μου καθάρισε. We smoke, but we have a clean spirit. I don't know about your spirit, my spirit. Whoa! What is that? Wow! Who is that? Shit. Meine imaginäre Kippe. Wie läuft's dann? Ja, bei uns gerade Pantoffelparty. Im Winter, es ist fucking Januar. Aber es ist geil. Und es ist einfach... Echt warm, ehrlich Es ist gesagt. warm, oder? Also Stella kriegst du Oder? Kann man machen, ja, Stella? Komm, wir machen auf jeden Fall. Ich liebe euch. Bei den Partys im Winter war es schon immer gut warm. Aber nachts, da das Haus echt immer noch schlecht isoliert war, wurde es bitterkalt. Besonders nach dem harten Herbst entschied ich mich deshalb für eine Weile in eine WG bei einem Freund zu ziehen. Also ich verbrachte nicht den ganzen Winter im Garten. Irgendwann in dieser Zeit war es auch, dass Lena den Plan fasste, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig ist im Frühjahr, auf Reisen zu gehen. Und zwar mit dem Fahrrad nach Portugal. Vorher wollte sie nochmal für ein paar Monate im Garten wohnen und ein bisschen entspannen. Alright, kurzes Winterupdate. Es ist Mitte Februar und ich bin eigentlich voll im Chill-Modus. Ich wohne auch gar nicht im Garten zurzeit. Und ja, alles ist friedlich hier, aber ich fühle mich auch ganz friedlich, gerade das Projekt ein bisschen schlafen zu lassen. So ist echt Winterschlaf-Gönnung gerade. Aber es gibt eine geile Gelegenheit, viel Holz zu bekommen. Und darauf habe ich mich jetzt eingelassen mit Markus. Wir haben schon echt viel Holz geholt. Das wird uns auf jeden Fall die nächsten Jahre voll viel bringen. Also ich hoffe mal, dass es ein paar Jahre hält. Ich habe so viel Holz verbrannt. Alter, du hast ganz schön viel Holz verbrannt. Alter, ja. es ist Minusgrad in der Nacht. Weißt du, wie kalt es ist? Du hast den halben Stapel so gekillt eigentlich. Mehr als Ich habe gestern die Box aufgefüllt und dann wollte ich ins Bett gehen und dann habe ich die Box nochmal auffüllen müssen. krass. 2 Tuppen am Tag, Alter. Das ist schon heftig. Gartenleben, Alter. Ja! Ich kann es nicht glauben, dass du abhaust. Alter. Der Sommer wird so geil, Alter. Ja. Der Sommer wird so geil. Siehst du jetzt die Leute? Ich finde den da lustig. Der Ah, Typ. stimmt, da sind Leute, ja. Ja, da auch. Also jetzt gerade ist der 16. April und ich wurde heute mit Krätze diagnostiziert. Ich habe die aus dem Hambacher Forst, weil Hygiene und so. Und wir
weil ich ja mit Lena zusammen wohne zurzeit, müssen uns jetzt mit Kretzesalbe einschmieren. Und weil das echt nicht so einfach ist hier im fucking Garten, müssen wir echt kreativ sein. Stimmt's, Lena? Ab in den Netto heute! Und jetzt müssen wir auf jeden Fall viel Kretze-Quarantäne machen. Quarantäne. Scheiße. Ein kurzer Exkurs. Krätze sind kleine Parasiten, die unter deiner Haut leben. Sie verbreiten sich durch Körperkontakt, aber auch wenn Mensch sich aus dem Free Shop einen infizierten Schlafsack ausleiht. Um sie wieder loszuwerden, gibt es 3 Möglichkeiten. Erstens, eine eklige und giftige Salbe, die Mensch sich 3 Tage hintereinander auf jeden Zentimeter Haut schmieren muss. Zweitens, eine eklige verschreibungspflichtige giftige Salbe, die Mensch sich einmal auf jeden Zentimeter Haut schmieren muss. Oder drittens, verschreibungspflichtige, ziemlich giftige Tabletten, die Mensch einmal schlucken muss. In jedem Falle muss Mensch sich täglich duschen und am besten jeden Tag die Kleidung und Bettwäsche bei 60 Grad waschen. Ratet mal, was wir im Garten nicht haben. Eine Waschmaschine, eine Dusche und nicht mal einen Abfluss, wo Mensch Duschwasser mit Medikamentenrückständen entsorgen könnte. Willkommen zu den körperlich beschissensten 2 Monaten meines Lebens. Es war genau in dieser Zeit, dass Lena und ich in der blöden Situation waren, uns den Garten teilen zu müssen. Mit folgenden unterschiedlichen Interessen. Lena, ihren letzten Monat genießen, Party machen, Freunde einladen und einmal den Garten ganz nach ihrem Geschmack führen. Meine Interessen? Nie Mensch anstecken, Verständnis und Unterstützung und keine Party und keine Lena am Rumstressen. Fazit: Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, yo, wir haben das alles gewaltfrei kommuniziert und einen guten Kompromiss gefunden. Aber wer hätte schon gedacht, dass nach fast 2 Monaten und 5-mal jeweils Salbe oder Tabletten die Krätze immer noch nicht besiegt ist. Sowas kannst du halt nicht planen und sowas kommt halt auch gerne mal im ungünstigsten Moment. Wenn mich sonst jemand gefragt hat, wie es so ist, ohne Dusche im Garten zu leben, meinte ich immer, ach, kein Stress, ich dusche einfach bei FreundInnen. Und das stimmt auch, aber wenn du halt krank wirst oder psychisch schon vielleicht eine schwere Phase gerade durchmachst, dann können aus solchen kleinen Unbequemlichkeiten existenzielle Probleme werden. Im Nachhinein tut mir das natürlich voll leid für Lena, die schon ziemlich sauer auf mich war, weil sie wegen mir und der blöden Krätze jetzt ihren letzten Monat nicht so genießen konnte, wie sie das wollte. Aber es gab auch schöne Momente und am 30. April feierten wir eine gemeinsame Abschiedsfeier und ein paar Tage später ist sie mit dem Fahrrad aufgebrochen. Na, wie fühlst du dich so, Sophie? Ich weiß nicht, irgendwie nervt ihr mich gerade, weil ihr nicht fertig seid. Hä? Ich brauche Klopapier. Ja, ich nehm dir da eine fucking Rolle Klopapier mit. Guck mal, da oben hängt gleich eine. Gönn dir, Lena, das ist auch, ja, geil. Das Wichtigste. Viel Spaß. In der Zeit, als Lena abreiste, hat auch Sophie gerade 2 Wochen im Garten gewohnt, bevor sie mit ihrem Freund zusammenziehen konnte. An der Stelle wird es besonders übel, weil seit es den Garten gab, war Sophie immer krass am Start. Wenn du so ein Projekt wie das unsere anfängst, merkst du schnell, wer von deinen FreundInnen mal vorbeikommt, mal mithilft oder wer wirklich mit anpackt. Pass auf, da kommt gleich ein riesengroßer Ast runter. Ja, ich versuche den zu ziehen. Und du stehst gerade direkt drunter. Ah, da ist die Mistel dran. Ja. Cool. Jetzt haben wir eine Mistel. Ja. Oh, guck mal, die hat sogar Beeren. Was? Wow, die hat so Beeren dran. Ja, da. Cool. Sophie, die ist sogar noch eine zweite, die so liegt schon da vorne auf schön. dem Wasserding. Die ist ja mal so geil. Ich komme nicht klar. Die können wir zum Räuchern benutzen. Ja, Mann, lass sie mal trocknen. Sophie ist, glaube ich, die einzige Person, die manchmal spontan ohne große Rücksprache vorbeigekommen ist. Nicht um zu chillen, sondern um im Garten etwas zu pflanzen oder mir zu helfen. Ohne extra Einladung, einfach weil sie gerade Zeit hat und weiß, dass ich mich drüber freue. Sophie war einfach mega engagiert und gerade in den 2 Wochen, in denen sie im Garten gewohnt hat, hat sie mir so viel über Permakultur beigebracht und wir haben gemeinsam das Permakulturdesign für den Garten erstellt. Aber als durch ein Missverständnis Sophie ein paar Tage länger bleiben wollte und es mir durch der Krätze immer noch so scheiße ging, konnte ich einfach nicht mehr. Matze war extra eine Woche an die Ostsee gefahren, damit ich den Space für ein paar Tage für mich alleine haben konnte. Und so kacke es für sie war, so ich musste Sophie absagen.
Und als ein paar Tage später Sophie vorbeikam und mir erklärte, wie unfair ich mich verhielt oder einfach nur, wie mies das eigentlich für sie war, musste sie miterleben, wie ich auf ziemlich eklige Art und Weise die Fassung verloren habe. Und das hat Sophie echt schockiert. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich glaube, dass solche Situationen, das Fehlen von Rücksichtsorten, psychische Belastungen und Streits bei so Projekten echt oft vom Tisch fallen in den schönen Social-Media-Posts. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen erzählen hören, ja, eine eigene Dusche und eine Waschmaschine sind schon echt Luxus, aber wenn du eben krank bist und es mal drauf ankommt, dann kannst du nicht einfach drauf verzichten. Dann wird dir auffallen, wie aus vielen kleinen Problemen plötzlich ein unüberwindbarer Haufen wird und du, ohne es zu wollen, eine Freundschaft ruinierst. Mit Sophie hatte ich einen Zeitplan gemacht. Im Sommer sollte der Innenausbau passieren und vor allem das Dach gemacht werden. Wir haben echt ewig lang hin und her gedacht, wir hängen hier die Unterverteilung noch selbst auf und so. Haben dann auch den Kasten gekauft, deswegen hängt hier auch ein Unterputzkasten auf dem Putz, ohne Putz. Ja, wir haben es aber im Endeffekt einen Elektriker machen lassen. Hat auch gut geklappt. Ohne Unterbrechung, das war das Niceste. Da sind bis jetzt 2 Sicherungen aktiv. Das eine Kabel geht rüber in die Küche und da ist eine Leitung, die geht hier runter. Und von dieser Leitung geht dann wiederum ein Kabel zum Wohnwagen raus. Also, ich sag mal, der Elektroanschluss ist jetzt von der Oberleitung auf das Erdkabel und den Erdanschluss umgestellt. Mehr ist aber noch nicht gemacht. Es ist ganz schön heftig, irgendwie muss ich mich richtig hart pushen, diese ganze Elektrik-Scheiße zu machen, weil ich da eigentlich gar keine Ahnung von habe. Und ja, ich habe hier schon ganz viele Sachen, so Leitungen aufgemalt, wie sie verlaufen sollen später. Ich habe viel Material besorgt und ja, ich hoffe mal, dass es jetzt gut geht. Das Material war auch teuer, aber die Hälfte ist geklaut. Oder ein Teil davon ist auch von Kunst und Stoffe, also so wiederverwendetes Material oder gebrauchtes Material, Überschuss. Jetzt müssen wir nur noch die Kabelgänge fräsen und die Leitung verlegen und dann wird alles schön verputzt. Und dann ist es hoffentlich bald ein Wohnzimmer. I swear to God, I have no idea what I'm doing, but I'm happy that I'm just forced to do it now. Yeah. So I want to start doing, and yeah. Alright. Das ist alles angeschlossen. Krass. Just a little bit. Wenn ich mir die Videos aus dieser Zeit anschaue, wird mir langsam deutlich, wie ich mich entwickelt habe. Sobald Lena weg war, trug ich die ganze Verantwortung für die Projekte und die Volunteers alleine. Bestimmt kommt das in den Videos anders rüber, aber ich hatte nie zuvor selbst Volunteers gehabt, geschweige denn einen Elektroanschluss gemacht. Von den meisten Dingen hatte ich keinen Plan, bis auf ein paar Tutorials, die ich mir dazu angeschaut habe. Und erst als ich mich überwunden hatte, damit anzufangen, habe ich das meiste intuitiv gelernt. Als eine LKW im Juli eine Palette mit 1 Tonne Lehmputz bei mir abliefert, hatte ich hauptsächlich einfach nur Angst, weil ich noch nie vorher mit Lehmputz gearbeitet hatte. In der Situation war ich so überfordert, dass ich eines Nachts, als ich nicht einschlafen konnte, mich zu einem Lehmbaukurs anmeldete. Was die Aufnahmen eben nicht zeigen, ist der Druck, den ich in dieser Zeit verspürt habe. Ich habe mich oft so gefühlt, als ob mir jemand eine Pistole auf die Brust drückt. Das Material ist da, die Volunteers warten auf meine Anweisungen, der Zeitplan sieht vor, dass wir das jetzt machen. Also los.
Aus so einer Situation ist es auch nicht mehr so einfach zu entkommen. Als ich mir im August ein paar Wochen frei nahm, um nach Freiburg zu reisen und einfach ein bisschen Abstand zu gewinnen, war das echt nicht so einfach und im Endeffekt trotzdem irgendwie kacke für die Volunteers. In dem Sommer habe ich zum ersten Mal gespürt, wie hart es sein kann, so ein Projekt alleine durchzuziehen. Seit ich diese letzte Aufnahme gefilmt habe, hat meine Kamera hier in diesem Raum verweilt und ich habe sie nicht wiedergefunden, bis wir diesen Raum gerade aufgeräumt haben, weil sie unter irgendeiner Plane lag. Ich bin gerade mega happy, die Kamera wieder zu haben. Es sind fast 2 Monate vergangen und endlich ist dieser Raum, naja, ich würde nicht sagen fertig, aber der Feinputz ist drauf, die Wände sind gelb, es ist schön. Ja, endlich sieht es ein bisschen nach was aus. Und die ganze Arbeit und dieser ganze krasse Prozess ist nicht mal auf Kamera aufgenommen. Es ist cool, alles gut, super. Der Dachbau ist auf jeden Fall das größte Projekt, was wir bis jetzt im Garten durchgezogen haben. Und auch wenn es immer noch ein bisschen verpeilt war, hat es doch eine Struktur, die echt gut funktioniert hat. Im August kam nach über einem Jahr Bauantrag endlich die Baugenehmigung und damit der Startschuss für das Projekt. Wenn du irgendwelche größere Sachen auf deinem Grundstück bauen willst, ist dafür das Bauamt verantwortlich. Gewisse Dinge, zum Beispiel einen Carport, darfst du einfach so bauen, aber größere Bauten sind genehmigungspflichtig. Das heißt, Mensch muss beim Bauamt einen Antrag stellen, einen Bauantrag. Es ist an sich schon komplett schwachsinnig, dass wir, um das Dach eines Gartenhauses instand zu setzen, einen Bauantrag brauchten. Im Endeffekt hat es, bis der Bauantrag durch war, 1 Jahr gedauert. Und die Baugenehmigung hatte zum Schluss 80 Seiten. Sie ist tatsächlich wie ein kleines Buch und ich kann mich glücklich schätzen, so viel Unterstützung erhalten zu haben. Nicht nur beim Erstellen des Bauantrags, sondern auch beim Umgang mit dem Bauamt, die uns nämlich in dem ganzen Prozess immer wieder versucht haben, irgendwelche unfairen Auflagen aufzudrücken. Das Beste an dem ganzen Bauantrag war, dass wir so von Anfang an schon einen sehr guten Plan hatten, wie das Dach aussehen wird. Auf dieser Basis und als Resümee aus all den verpeilten Aktionen, die der Garten schon gesehen hat, habe ich versucht, es diesmal richtig zu machen. Und ich muss sagen, alle Gedanken, die ich mir im Vorhinein gemacht habe, haben sich mehrfach ausgezahlt während des Baus. Alright, heute beginnt die Bauwoche für das Dach. Wir haben alles fleißig vorbereitet. Ja, und jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo es funktionieren kann. Ist jetzt eigentlich alles ganz gut zusammengekommen. So, es steht hier dieses fette Gerüst. Verdammt viel hat sich getan. Ich hoffe jetzt bei den Dachbau ein bisschen mehr filmen zu können. Heute ist der 3. Tag des Dachbaus. Das muss quasi ersetzt werden. Diese Dinger. Der bleibt drin, weil der noch gut ist. Der kommt raus. Jawohl. So, noch den Kehle durch. Warte. Geschafft! Juhu! Nun, aufgrund dieses Balkenlagenplanes endlich die Entscheidung gefasst, erstmal alle Balken anzuzeichnen, die Mitte davon. Das ist gar nicht so trivial, wo die hinkommen. Genau, hier ist ja die Mitte. Also laut Balkenplan ist der Abstand von Mitte zu Mitte 73 cm.
Und von dieser Mitte aus müssen hier die Balken drauf. Und damit das nachher sehr einfach zeichnet sich den jetzt erstmal ein, sodass man hier links und rechts auch eine Markierung hat. Ich will ein Bild. Wir hätten das Dach eigentlich voll nicht neu machen müssen, aber das Bauamt hat gesagt, Bauantrag muss gemacht werden. Im Nachhinein auch eine Anweisung, die ich wahrscheinlich hätte missachten können, aber habe ich halt auf die gehört, dann haben wir den Bauantrag gestellt und ja, nachdem der Bauantrag jetzt genehmigt ist, müssen wir uns auch an ihn halten und dementsprechend wird es ein Neubau. Das ist okay. Wir gewinnen dadurch ein bisschen Platz oben, es wird alles besser, natürlich schöner gebaut und so. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine mordsmäßige Aufgabe, eine Aufgabe, mit der ich in den letzten Wochen auch schon öfter mal überfordert war, wo ich auch immer wieder Abstand von nehmen musste und sagen musste, ey, was geht ab, ich baue ein Dach, so. Das waren auf jeden Fall krasse Momente. Hey. That's a wrap! Yeah. Guys, Yeah. geil! Yeah. Awesome! Ja, Bim! Lovely! Nach 2 Monaten Dachbau und vielen kalten Nächten war es ein wundervoller Moment, im Wohnzimmer den Ofen wieder anzuschließen, die Arbeit zu beenden und die Last von meinen Schultern fallen zu spüren. Ich habe in der Zeit nicht mehr viel gefilmt, sondern einfach genossen. Ich glaube, darauf bin ich besonders stolz, dass ich zum Schluss gelernt habe, bei all der Arbeit auch Momente zum Genießen zu finden. Weil ich euch aber trotzdem das zufriedenstellende Resultat zeigen möchte, machen wir jetzt einen Zeitsprung und ich zeige euch den Garten, wie er jetzt ist.
Es fällt mir nicht schwer zuzugeben, wie privilegiert ich bin, ein solches Projekt durchziehen zu können. Und damit meine ich gar nicht mal so materiellen Wohlstand, mit dem ich aufgewachsen bin. Mit privilegiert meine ich, dass meine Familie, meine LehrerInnen in der Schule und meine Bezugspersonen in der Jugend mir vertraut haben und mir oft das Gefühl gegeben haben, dass sie mir ziemlich viel zutrauen, was dazu führt, dass ich mir jetzt auch viel zutraue. Ich habe im Film versucht zu zeigen, dass ich damit regelmäßig am Scheitern bin. Genau genommen habe ich noch viel mehr und öfter verkackt, als ich das in dem Film überhaupt zeigen kann. Es gibt auch immer wieder Leute, die zu Recht behaupten, dass ich mich übernehme. Wenn ich zurückschaue, fällt mir auf, dass ich mir immer wieder ein bisschen zu viel aufgetan habe, sodass ich zum Schluss gucken musste, wie ich das bewältigt kriege. Ohne das beabsichtigt zu haben, bin ich so kontinuierlich gewachsen, sodass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich selbst manchmal ein bisschen erstaunt bin von mir. Wozu das aber auch führen kann, ist, dass sich vielleicht jetzt Menschen den Film angucken und sagen, ja, so kann ich eh nicht werden, ich mit meinen 2 linken Händen oder was auch immer. Und da schließt sich der Kreis zu meinen Privilegien. Diese "Du kannst das alles machen" Mentalität, die mir mit auf den Weg gegeben wurde. Es ist eines der größten Geschenke, einer Person etwas wirklich zuzutrauen, besonders Kindern. Was mir Menschen zutrauen, ist meiner Meinung nach auch Ursprung vieler Geschlechterunterschiede. Deswegen widme ich diesen Film allen Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts oder anderer Merkmale benachteiligt wurden, von denen von vornherein weniger oder vielleicht sogar Schlechteres erwartet wurde. Ich traue allen Menschen, die diesen Film schauen, zu, ein Projekt wie das unsere durchzuziehen und es vielleicht sogar besser zu machen. Das heißt nicht, dass es einfach wird, ich glaube, das ist klar geworden, aber das ist gut. Fangt am besten heute noch mit Scheitern an, denn aus Fehlern lernt Mensch. Ich bin nicht so geboren, oh nein, ich bin so geboren, immer noch voll verliebt, oh, in Park und Rebellion. Pogo-Tanz beim Ringbahnfahren zu Popmusik der 80er und Socke hat es schwer gerade zu gehen. Und Keule bleibt mit Arzepeng beim Küssen mit den Piercings hängen. Das ist nicht schlimm, weil die sich gut verstehen. Ich bin nicht so geboren, oh nein, ich bin so geboren, immer noch voll verliebt, oh, in Pack und Rebellion. Die Wege, die wir gehen, kann ich in den Gesichtern sehen. Ich kann die Wege und Geschichten sehen.